shining today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Boah, ist das verrückt. Das ist jetzt einfach ein Dreivierteljahr her, seit ich den Satz das letzte Mal gesagt habe. Und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Manja und ich habe im Sommer 2024 ein Sabbatical angefangen und bin da zusammen mit meiner Tochter Lotti, die inzwischen 19 ist, ja, durch die Welt gereist. Also erstmal ein halbes Jahr durch Europa und dann noch ein halbes Jahr durch Südostasien und habe da wirklich jeden Sonntag ein Video gepostet. Das heißt, für alle, die diesen Kanal hier schon länger verfolgen, ihr wisst das, ich glaube, es gab vielleicht mal 2 Ausnahmen. Und ansonsten gab es eben wirklich jeden Sonntag ein Video von uns und jetzt ein Dreivierteljahr nicht. Also im letzten Juni ist das letzte Video aus Kambodscha rausgekommen und seitdem habt ihr jetzt nichts mehr von uns gehört. Und ich dachte, es ist mal Zeit für so ein kleines Live-Update. Also, in diesem Video zeige ich euch, was ich eigentlich gemacht habe im letzten Dreivierteljahr, wie es mir inzwischen so geht, wie so der Stand bei mir ist und dann auch, wie es hier weitergehen soll auf diesem Kanal. Denn ich habe eine Entscheidung getroffen, endgültig kann man ja aber nicht so sagen, aber zumindest mal für jetzt. Und na klar sollt ihr da auch Bescheid wissen. Und was mir echt super wichtig zu sagen ist, ich bin so überwältigt von euch als Community, echt. Also es ist ja wirklich ein Dreivierteljahr, ne? Das ist eine lange Zeit. Da habt ihr jetzt nichts gehört, es kamen keine neuen Videos raus und trotzdem haben so viele von euch so liebe Kommentare geschrieben und haben irgendwie immer mal wieder nachgefragt, wie es uns so geht, was wir so machen, ob irgendwie alles okay ist. Viele von euch sind inzwischen auch bei Instagram mit dabei, auf Bus mit Aussicht und gucken da halt immer so ein bisschen, was wir machen. Und das fand ich wirklich sehr besonders, muss ich sagen. Also ich habe irgendwie gedacht, wisst ihr, wenn jetzt dann halt keine Videos mehr kommen, dann ist es irgendwie auch vorbei. Also dann diese schnelllebige Internetwelt vergisst ja dann auch schnell, dachte ich so. Aber es kommen wirklich immer noch jeden Tag Kommentare zu den Videos und ganz wertschätzend und ganz nett und ganz schön irgendwie. Und das war schon eine Riesenmotivation, jetzt auch dieses Video hier zu drehen. Okay, für uns alle als kleine Erinnerung und für alle, die jetzt hier gerade neu sind auf dem Kanal, zeige ich euch nochmal quasi im Schnelldurchlauf, was wir eigentlich gemacht haben in diesem völlig verrückten Jahr von 2024 bis 2025. Alles fing damit an, dass ich 2021 ziemlich kurz entschlossen diesen alten Mercedes-Bus hier gekauft habe, den dann irgendwie restauriert, ausgebaut, einen LKW-Führerschein gemacht und dann ging's los. Im Sommer 2024 bin ich erstmal alleine nach Südengland gefahren und es war unfassbar schön. Cornwall, Devon, die Landschaften, also es waren ganz großartige erste 4 Wochen. Ja, und dann ging es weiter nach Frankreich ins Burgund zur Weinernte. Da habe ich auf diesem wunderschönen Weingut mithelfen dürfen, war dann da so 3 Wochen und dann kam Lotti mit dazu. Und dann ging es komplett bergab, denn wir hatten einen Motorschaden. Das war so der absolute Tiefpunkt. Das haben viele von euch auch mitbekommen. Unser Bus schien unrettbar kaputt und wir mussten den dann tatsächlich nach Deutschland zurückbringen lassen in unsere Werkstatt. Wir haben einen großen Koffer dann gekauft und sind selbst aber weitergefahren mit Bussen und Bahnen und sind noch 3 Wochen lang durch Südfrankreich weitergereist, weil wir nichts Besseres hätten machen können und sind dann zurück nach Hause geflogen, um unseren Bus da wieder einzusammeln. Der hat einen neuen Motor bekommen und dann sind wir mit dem wieder losgefahren, wieder zurück in den Süden nach Sardinien. Wir haben den ganzen Dezember dann auf Sardinien verbracht, beziehungsweise Ende November bis kurz vor Weihnachten und haben da die Insel erkundet. Es war herrlich leer, wir hatten einsame Strände und wir haben auf einer kleinen Olivenfarm mitgeholfen, auf der Fattoria La Traccia. Und das war schon auch richtig körperlich harte Arbeit, aber es war auch total schön, da so Teil der Familie zu sein. Ja, Lotti hat da in der Adventszeit Mutzen gemacht, weil die so Lust hatte auf Weihnachtsmarkt-Feeling mitten auf Sardinien.
Und dann haben wir wirklich auch noch 2 Wochen an den schönsten Stränden komplett alleine gestanden und haben so wirklich das erlebt, wovon wir eigentlich geträumt haben die ganze Zeit. Ja, und Anfang 2025 haben wir dann den Bus stehen lassen und haben unsere Rucksäcke geschnappt und sind losgeflogen nach Asien. Ganz genau nach Bangkok, nach Thailand. Wir wollten da 2 Monate bleiben, um da zu überwintern, ehrlicherweise. Lotti hatte da eine Freundin, die einen Freiwilligendienst gemacht hat und wir waren das allererste Mal in Südostasien und dachten, wir gucken uns das einfach mal an. Es wird wahrscheinlich irgendwie warm sein und nett und sind völlig geflasht worden. Also da haben wir nicht mit gerechnet, dass es uns da wirklich so gut gefallen hat. Alles da dran, die Farben, die Menschen, das Essen, die Kultur, natürlich auch das Wetter war so großartig. Und dann sind wir nach Koh Chang gekommen. Das war also unser erster Stopp außerhalb von Bangkok. Alles sehr ungeplant, ehrlicherweise. Wir haben dann so einer kleinen Bambushütte gewohnt und wirklich einfach nur dieses Inselfeeling total genossen. Und da schon auch entschieden, dass wir länger bleiben wollen. Ja, und als wir das dann wussten, sind wir erstmal in den Norden Thailands gefahren, nach Chiang Mai. Komplett anderes Gefühl, also viel spiritueller. Chiang Mai ist ja auch die Stadt der 1000 Tempel, haben da tolle Wanderungen gemacht durch die Berge. Ich habe dann einen thailändischen Kochkurs mitgemacht und habe die ganzen Kräuter kennengelernt, die man da so braucht, und Currys gemacht und bin so richtig eingetaucht in diese thailändische Kultur. Im Norden Thailands ist allerdings zu der Zeit die Burning Season, die fing da gerade an und deswegen sind wir dann wieder zurück in den Süden, aber diesmal auf die andere Seite der Bucht und zwar nach Koh Samui. Das war so ein totaler Traum, einmal wirklich so genau am Strand wohnen zu können und dann quasi aus dem Bett zu fallen und irgendwie ins Meer zu springen. Und Koh Samui war wirklich, also auch nochmal ganz anders. Wir hatten da eine großartige Zeit. Lotti ist da Roller gefahren wie ein Weltmeister. Und wir haben dann einen richtig tropischen Regen miterlebt. Wir haben da wirklich mitten im Dschungel in so kleinen Hütten für 3 Tage gewohnt. Und da war dieser wahnsinnige Regen. Und auch das war ein ganz einmaliges Erlebnis. Ja, und von da sind wir dann weiter nach Koh Lanta gefahren. Die nächste Trauminsel, ja gar nicht so weit weg. Und auch Koh Lanta war einfach unfassbar schön. Diese Landschaft da, es war dann jetzt ja schon Ende Februar, also schon fast die Nachsaison, kaum noch Leute da, alles ganz unberührt. Und die letzte Station in Thailand war da die Phang Bay. Da wurden so berühmte James-Bond-Filme gedreht und wirklich auch eine unglaubliche Landschaft. Von Thailand aus sind wir dann nach Malaysia geflogen, ganz genau nach Kuala Lumpur und hatten da total Glück, weil wir einfach ein wunderschönes Apartment mieten konnten, für ganz wenig Geld ehrlicherweise. Ich bin da morgens um 7 total gerne oben auf dem Dach in diesem Infinity Pool geschwommen, ganz alleine, da war da nämlich noch niemand. Und wir sind dann am Ende 4 Wochen da geblieben, weil Lotti so eine kleine OP über sich ergehen lassen musste. Es hat sich erst während der Reise ergeben, dass es notwendig war. Wir waren dann total glücklich, da eine gute Klinik gefunden zu haben. Ihr seht jetzt hier auch unser Ärzteteam, die waren wirklich total klasse, denen sind wir ganz dankbar. Ja, und dann hatte ich währenddessen Geburtstag in Kuala Lumpur und wir hatten wirklich 4, zum Teil herausfordernde Wochen, aber wirklich auch ganz besondere. Also das ist echt eine super faszinierende Stadt. Und von Malaysia aus ging es dann ins komplette Kontrastprogramm nach Bali. Bali war so ein Ziel, da wollte ich immer schon mal hin, hätte nie für möglich gehalten, dass es mal irgendwann Realität werden könnte. Und Bali hat uns total in seinen Bann geschlagen. Diese Reisfelder, wir haben da eine Wanderung gemacht und sind morgens zum Sonnenaufgang
auf den Vulkan gestiegen. Ich habe ein Reinigungsritual mitgemacht im Wassertempel Tirtha im Pool. Es war für mich irgendwie ganz bedeutsam, weil ich zu der Zeit dann auch entschieden habe, wirklich nicht zurück in mein altes Leben zu gehen. Also da ist schon eine ganze Menge auch passiert bei mir auf dieser Reise. Eine Nachbarinsel von Bali ist Nusa Lembongan. Da war ich dann für ein paar Tage alleine. Lotti ist dann zwischendurch auf die Philippinen geflogen mit einer Freundin. Ja, und da habe ich das allererste Mal eine Meeresschildkröte gesehen. Ich finde, das sind so majestätische Tiere. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Eine kurze Zwischenstation habe ich dann in Singapur eingelegt und war auch da völlig sprachlos. Hier seht ihr, wie das zum Sonnenaufgang aussieht, wenn man auf einem der höchsten Gebäude im Hafen steht. Da hatte ich eine Yogastunde gebucht, das war total klasse. Und da sind die Gardens by the Bay, diese Super Trees, die man dann abends auch nochmal kostenlos in so einer Wahnsinns-Licht- und Soundshow erleben kann. Also Singapur ist wirklich ganz, ganz beeindruckend. Und von da aus ging es dann weiter, es war jetzt inzwischen schon Mai geworden, nach Vietnam. Erstmal nach Hanoi in die Hauptstadt in den Norden. Und das war genauso, wie man sich das irgendwie vorstellen würde, wuselig und ganz anders als alle anderen asiatischen Länder davor. Und von Hanoi aus sind wir dann weiter in Richtung Süden gefahren, über die Provinz Ninh Binh, die für ihre sehr besondere Landschaft auch bekannt ist, nach Hoi An. Und Hoi An ist dann die Stadt, da war ich wieder 4 Wochen alleine. Lotti hat dann nochmal eine andere Tour gemacht, auch wieder mit einer Freundin. Und in Hoi An habe ich mich ja total zu Hause gefühlt. Also irgendwie von Anfang an. Das war ganz besonders. Diese Laternen und dann aber auch diese traumhaften Strände, großartiges Essen. Ich habe da ganz nette Freunde auch gefunden. Und für mich so festgestellt, dass das auch ein Ort ist, an dem ich mir vorstellen könnte, noch mal länger zu leben. Und die letzte Station unserer Reise war dann eine ganz besondere für mich, nämlich Angkor Wat in Kambodscha. Ich bin ja Historikerin und habe schon als Jugendliche mich immer interessiert für diese alten Kulturen und dann da durch diesen wahnsinnigen Tempel und diese ganzen Tempelanlagen laufen zu können. Zwischendurch fühlt man sich dann so ein bisschen wie Lara Croft, wenn man da diese wahnsinnigen eingewachsenen Ruinen sieht. Und das war ein absoluter Höhepunkt. Haben wir noch einen kleinen Dinosaurier gefunden als Relief. Gibt so Verschwörungstheorien da ringsrum. Ja, und das war unser Jahr unterwegs, gemeinsam als Mama und Tochter. Also wenn ich mir die Bilder der letzten 12 Monate jetzt selbst noch mal so anschaue, dann ist ja wirklich fast surreal, was wir da irgendwie alles so erlebt haben. Als wir jedenfalls zurückgekommen sind im Sommer, hat Lotti wie geplant im August ihre Ausbildung angefangen. Lotti träumt ja schon seit ganz vielen Jahren davon, Konditorin zu werden und ist jetzt weiterhin in Norddeutschland und macht da die schönsten Törtchen und Pralinen. Und ich habe tatsächlich nochmal ganz neu angefangen. Also, dass ich meinen Job kündigen würde, habe ich euch ja schon erzählt. Das habe ich natürlich, das war dann ja irgendwie schon alles so, habe ich meine 7 Sachen gepackt, bin wieder in meinen Bus gestiegen und nochmal losgefahren. Dieses Mal allerdings ohne Rückkehrdatum. Das heißt, ich bin jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit unterwegs und gucke mir weiterhin die Welt an und arbeite natürlich aber dabei. Also, ich laufe jetzt noch schnell meine Runde zu Ende und dann nehme ich euch mal mit an meinen Schreibtisch und zeige euch, wie mein Alltag inzwischen so aussieht. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, und was mache ich jetzt? Also, ich habe mich tatsächlich selbstständig gemacht. Euer letzter Stand von unterwegs war ja, dass ich überlegt habe, als Kinder- und Jugendcoachin zu arbeiten. Und es ist fast geworden.
Und zwar begleite ich jetzt tatsächlich Jugendliche, aber in einer ganz konkreten Situation. Und zwar alle, die nach der Schule für sich entschieden haben, nicht direkt Studium oder Ausbildung anzufangen, sondern ein sogenanntes Gap Year zu machen. Gap Year, das heißt vielleicht ein Auslandsjahr, ein Orientierungsjahr, Praktika irgendwo. Auf alle Fälle ein Jahr eben bevor so der nächste große Schritt anfängt. Letztlich das, was wir ja auch gemacht haben. Also Lotti und ich habe ein Sabbatical gemacht. Für Lotti hieß es ja schon auch Gap Year. Und ein ganz entscheidender Grund war, dass ich einfach gesehen habe, wie krass sich Lotti entwickelt hat in diesem Jahr. Also die ist so viel selbstbewusster nochmal geworden. Spricht plötzlich irgendwie Englisch, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ist so auch als junge Frau nochmal stärker geworden, dass ich dachte, das wäre also so wertvoll, wenn das noch mehr Jugendliche erleben könnten, insbesondere auch, wenn nicht so viel Geld da ist. Wisst ihr, wir hatten das ja auch nicht. Also ich hatte halt mein Sabbatical-Gehalt, aber ich hätte jetzt nicht irgendwie 20.000 Euro für so ein Programm ausgeben können. Und so viel kosten ja viele von diesen großen Programmen. Und ich dachte, das ist wirklich mir ein Anliegen, wenn ich dabei unterstützen kann. Und dann, als ich wieder nach Hause kam, war es echt auch so, dass Freunde auf mich zukamen und meinten, du hast das doch jetzt gerade gemacht mit Lotti, kannst du uns nicht helfen? Wir wissen nicht so richtig, was da jetzt für unser Kind die beste Option ist. Und dann habe ich angefangen, mich da einzuarbeiten und habe jetzt wirklich ein Dreivierteljahr lang recherchiert, habe ganz viel gelesen, habe meine eigenen Erfahrungen nochmal auch mit aufgeschrieben. Und habe mich jetzt selbstständig gemacht als Gap-Year-Beraterin. Am 20.02., also noch relativ frisch, ganz offiziell, bin ich jetzt selbstständige Unternehmerin geworden. Und das war echt ein Ding, kann ich euch sagen. Also war ich ja noch nie davor. Ne? Ich habe halt studiert, dann habe ich promoviert und dann war ich angestellte Lehrerin. Und jetzt bin ich eben selbstständig. Das hätte ich mir 2024, als ich losgefahren bin, also ich weiß, manche von euch waren damals schon mit dabei, das hätte ich nicht gedacht. Dass ich jetzt hier wirklich als digitale Nomadin sitze und ich habe inzwischen natürlich mir eine Website gebaut, habe ich ja noch nie davor gemacht und stelle da quasi mein Beratungsangebot vor und auch ganz viele digitale Produkte, die ich inzwischen erstellt habe. Also ich habe, liegt jetzt hier irgendwie gerade, habe ich jetzt eben noch dran gearbeitet, ich habe einen Ratgeber geschrieben, so ein 150 Seiten Gap-Year-Ratgeber, denn sowas gibt es bislang überhaupt nicht irgendwie im deutschsprachigen Raum. Habe ich jetzt gesehen, als ich dann ja mich da echt mit beschäftigt habe und habe so lauter andere Sachen irgendwie auch noch erstellt, die jetzt auf der Website liegen, die ich eben gebaut habe. Dann habe ich mich jetzt mit E-Mail-Marketing natürlich irgendwie beschäftigen müssen. Ich fange jetzt gerade an, einen Instagram-Account aufzubauen und das kann ich mal sagen, ne? Also manche von euch sind ja mit auf dem Bus-Account und das war irgendwie so viel einfacher. Ich glaube, weil es einfach immer nur darum ging, dass ich halt Spaß dabei hatte, so ein paar Reisefotos zu teilen. Aber jetzt ist natürlich für mich wichtig, dass ich die Leute finde oder dass die mich auch finden, die wirklich gerne mit mir zusammenarbeiten möchten und denen ich dann auch echt einen Mehrwert liefern kann. Und das versuche ich jetzt halt über einen Instagram-Account. Also auch da habe ich jetzt irgendwie versucht, mich so ein bisschen einzuarbeiten in so digitales Marketing und wie man das so macht. Mit mäßigem Erfolg bislang, ganz ehrlich. Ich hoffe, das wächst noch. Und ja, so ist jetzt gerade der Stand. Also das, was ich euch in Hoi An in Vietnam erzählt habe, dass es ganz spannend für mich ist, schon mal so reinzufühlen, ne, wie man so als digitale Nomadin leben könnte. Das ist jetzt echt meine Realität geworden. Ich sitze jetzt hier auch nicht mehr in Deutschland, das erzähle ich euch gleich noch. Und ja, lebe so ein ganz anderes Leben und bin total glücklich damit. Inzwischen bin ich nicht mehr in Deutschland, das habt ihr jetzt vielleicht schon mitbekommen, sondern in der Provence und ich mache hier gerade House-Sitting. Das heißt, ich bin hier in einem Haus auf einem Grundstück von einer Familie, die jetzt gerade einfach auch woanders unterwegs sein möchte, aber halt zum einen hier dieses Haus hat und dann 2 ganz super süße Katerchen und ja, die natürlich irgendwie auch betreut wissen möchte. Und dafür bin ich da. Das heißt, der Bus steht hier super sicher hinterm Haus. Und ich wohne jetzt hier in diesem großartigen Haus in der Nähe von Aal. Also ich werde euch jetzt das Haus nicht ausführlich zeigen, weil ich irgendwie finde, das hat auch ja was mit der Privatsphäre der Familie zu tun. Ne? Also ich hoffe, das versteht ihr. Aber ihr werdet schon so ein bisschen mitbekommen natürlich, wie es mir hier so geht und was ich hier so mache.
Ja, und eine der Sachen, die man natürlich sehr gut machen kann, wenn man im Frühling in der Provence ist oder sowieso irgendwo halt am Mittelmeer, ist, dass man die ganzen Zitrusfrüchte nutzt, die ja jetzt so gerade reif sind. Und hier gibt es einen kleinen Zitronenbaum vor der Tür. Der ist echt der Hammer. Der ist irgendwie schon ziemlich alt. Also, haben mir die Besitzer gesagt, der ist irgendwie jetzt schon mindestens 25 Jahre alt. Das ist für ein Zitronenbäumchen wahrscheinlich ganz gut. Und der hängt einfach voller Zitronen. Und was ich jetzt hier gerade mache, ist, zumindest versuche ich das, irgendwie Limoncello. Ich habe ein Rezept gefunden online. Also ich liebe Limoncello. Wer das nicht kennt, ist dieser Zitronenlikör. Der gibt es ganz typisch so in Italien, an der Amalfiküste. Da habe ich den auch das erste Mal getrunken. Und ich kann gleich mal versuchen, das Rezept hier irgendwie auch noch mit einzublenden, wenn ich das technisch hinkriege. Ansonsten schreibe ich es einfach mit in die Beschreibung. Und nächste Woche bekomme ich hier Besuch, dann nächsten Sonntag, wahrscheinlich genau, wenn dieses Video hier ausgestrahlt wird, ist mein Geburtstag am 15. März und dann kommen Lotti und meine Mama mich hier besuchen. Und ja, ich freue mich total drauf, dann mit denen zusammen hier meinen allerersten selbstgemachten Limoncello zu probieren. So, was ich am nächsten Wochenende mache, das wisst ihr ja jetzt. Vielleicht interessiert es euch ja auch noch, wie es dann danach so weitergeht. Ich bleibe jetzt auf alle Fälle erstmal bis Ostern hier in der Provence. Dann bin ich kurz nochmal in Deutschland und dann gibt es ein nächstes super cooles Ziel, auf das ich mich jetzt schon total freue und auf das ihr euch auch freuen könnt, denn ich werde euch mitnehmen. Ich habe mich jetzt wirklich verbindlich entschieden, weiter YouTube-Videos zu machen. Ich dachte ehrlich gesagt, die längste Zeit, dass ich nicht mehr schaffen würde, weil es schon richtig Zeit kostet, wenn man es vernünftig machen will und das war irgendwie immer mein Anspruch. Alle, die meine Videos kennen, die wissen das, ne? Also so die richtige Musik rauszusuchen, der Schnitt und so, das dauert halt. Und ich dachte, gut, ich habe jetzt einfach eben eine andere Beschäftigung, nutzt ja nun nichts, aber es macht mir einfach wirklich so viel Spaß. Ich mache das so gerne. Ich habe das jetzt gemerkt, die Zeit, über die ich eben nicht gefilmt habe. Sobald ich irgendwie in eine neue Stadt komme, habe ich sofort Lust, da die schönsten Blickwinkel zu finden, die Geschichten zu erkunden, die es da so gibt. Und das mache ich jetzt weiter, einfach als Hobby. Das heißt, ich werde es nicht mehr jeden Sonntag schaffen, euch ein Video zu machen, aber ich versuche es mal zumindest so einmal im Monat, vielleicht ja auch sogar noch häufiger, mal gucken. Und es bleibt auch bei unserem Termin sonntags um 10. Ich werde davor immer kurz bei Instagram Bescheid sagen. Also wenn ihr mögt, dann guckt da auch gerne nochmal mit vorbei. Ansonsten halt hier. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und lasst gerne ein Like da, wenn ihr euch ein bisschen mitfreut, dass jetzt so der Stand ist. Oder natürlich, schreibt mir doch gerne einen Kommentar. Ich glaube, inzwischen wisst ihr, wie sehr ich mich da immer drüber freue. Und ich versuche wirklich auch die alle zu beantworten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video hier irgendwo aus der Provence. Ich kann euch jetzt schon sagen, hier gibt es so viele Orte, die ich euch unbedingt noch zeigen will. Also das wird definitiv das nächste Ziel. Also, bis zum nächsten Mal.